Wir sind wieder zurück in der Erfolgsspur. Nach 4 Niederlagen in Folge, wettbewerbsübergreifend, gab es ein 4-0 mit Neuzugängen bei Union Berlin. Heute der Hinrundenabschluss gegen den 1. FC Köln, von denen ich ja auch ein Angebot bekommen habe. Aber ich habe natürlich abgelehnt, weil ich habe hier in Münster auch eine gute Aufgabe und es macht mir Spaß. Jetzt gilt es natürlich auch hier gegen den FC das zu bestätigen. Ne? Wenn wir heute hier nicht gewinnen, dann war das auch leider nichts wert. Von daher hoffe ich, dass wir das heute hier irgendwie hinkriegen. Mit 2 Veränderungen, glaube ich. Genau, Alvaro vorne drinne, neuer großgewachsener Stürmer von Fulham und Hekimoglu für Listesch, der gegen Union ja einen Dreierpack geschnürt hat. Von daher, den konnte ich auch eigentlich nicht auf der Bank lassen, aber der war halt nicht fit. Nicht 100% fit, von daher musste ich da notgedrungen wechseln. Aber Hekimoglu, der macht es hoffentlich auch nicht viel schlechter. Ist wie gesagt auch ein großer Spieler mit viel Entwicklungspotenzial. Ich brauche aber auch Spieler, die uns jetzt direkt weiterhelfen. Nicht erst in der Zukunft, sondern jetzt für die Rückrunde. Von daher bin ich ja auch händeringend noch auf der Suche nach einem Innenverteidiger für ein halbes Jahr. Dass man den leiht. Vielleicht klappt es ja nochmal bei Namdi Collins. Aber der hat, glaube ich, keine 70er Gesamtstärke. Von daher müssen wir da mal gucken. So, der FC ist 13. Hat aus den letzten 5 Spielen nur 1 gewonnen. 3 verloren, 1 unentschieden. Und sie sind vorne. Achtung! Durch Luca Waldschmidt. Die erste Chance. Da waren wir schon einmal unsortiert. Aber egal, wir machen weiter. Wenn wir hier unsere Stärken durchkriegen, wenn wir das so machen wie gegen Union. Gut, da waren wir auch nach einer Viertelstunde ein Mann mehr, muss man fairerweise sagen. Aber gut, der FC kommt. Ischi ist da. Oh, kriegt den nicht verteidigt. Das kann auch nicht sein. Sinamoy. Achtung, und der Rebound und wieder Sinamoy. Achtung, Ball ist noch heiß. Und im dritten Versuch ist er dann endlich im Aus. Der Iren. Also einen guten Keeper brauchen wir natürlich auch. Der uns dann halt auch mal solche Dinge rettet. Iren vorn zwar, das ist der Linksverteidiger. Und jetzt sind wir vorne über Wanner. Vorne ist keiner, also müssen wir es alleine machen. Wanner. Aus Spitzenwinkel. Warum denn nicht, Wanner? Und der Eckball. Schade, ich dachte, wir kriegen noch den Rebound. Und irgendwann müsste auch mal wieder nach dem Eckball ein Tor fallen. Ist jetzt schon ein bisschen her. Poso nicht im Abseits. Oh, das ist eine gute Flanke und dann muss er ihn eigentlich nur reinköpfen. Warum da auch nicht Alvaro steht, verstehe ich nicht. Mit seinen 1,93. Das muss jetzt Zielspieler Nummer 1 sein. Mal eine vernünftige Ecke. Ja, die kommt doch gut. Es geht doch. Und da hat er noch sein Premierentor. Alvaro. Na bitte, wir können es doch noch. Nach einer Ecke. Und wenn die Spieler halt auch da immer stehen würden. Ich habe das die letzten Spiele nicht verstanden, warum da nie jemand steht. Weil die Eckbälle wahrscheinlich auch nie so reinkamen. Und dann ist Alvaro mit seiner Wucht, mit seiner Größe, mit seiner Präsenz da. Nicht ganz so bullig wie Nacho Ferri, ja, aber dafür ein bisschen größer. Und ein gutes Kopfballspiel. Also erstes Spiel, erstes Tor. So kann man sich mal einführen hier in Münster. Geliehen von Fulham. Dass das möglich ist von einem Verein aus der Premier League. Aber Achtung, die Kölner kommen. Über vor uns, vielleicht mit der direkten Antwort. Hoffentlich nicht, Elmala. Jetzt müssen wir stehen, jetzt müssen wir zusehen. Florian Kainz, der verdribbelt sich. Und die nächste Chance zum Umschalten. Jongwa, spielen wir erstmal ruhig hier. Atagana. Was war das denn? Ich habe nichts gemacht. Das hat er gerade von alleine gemacht. Ich habe nicht gespielt und ich habe nicht nach vorne gedrückt, dass er sich den Ball nach vorne legen soll. Oder vorlegen soll. Das war er von ganz alleine. Alvaro, schade. Völlig kurios. Völlig kurios. Blanco. Müssen wir gewinnen. Chavez ist da. Atagana. Ist auch ein sehr, sehr wildes Spiel gerade. Sehr, sehr hektisch. Viele kleine Aktionen. Wagner wieder. Oh, gute Flanke. Wanner ist diesmal da. Jong war nicht, aber komm, Hekimoglu ist jetzt derjenige. Ja, geht ins Aus, schade. Da dürfen wir uns nicht von anstecken lassen. Die Kölner, wenn die schnell spielen wollen, sollen sie es ja machen. Robin Lenormand. Für 68 Millionen im Winter natürlich. Warum nicht? Die Spurs scheinen das Geld zu haben.
Die Kölner kommen über Mitchell, Hekimoglu, wenn wir da halt den Ball gewinnen. Ne? Das Pressing, was gegen Union funktioniert hat, wenn das ja auch wieder funktioniert, dann wird das hoffentlich genauso erfolgreich. Aber das Mittelfeld ist mir so ein bisschen zu luftig. Dadurch, dass die Kölner mit einem 4-2-2-2 spielen, haben die quasi kein richtiges Mittelfeld. Achtung, Chavez ist da. Ja, Chavez klärt den Ball. So, komm, den kriegst du jetzt nach vorne zu deinem Mitspieler. Super, Wanner. Schnell und gut gespielt. Ja, komm, ruhig mit nach vorne. Haben wir hier Überzahl. Wanner. Wer läuft da? Oh, jetzt vergisst er den Ball. Natürlich. Der bleibt auch wieder liegen. Jetzt bleibt er nicht liegen. Ja, jetzt war er wieder weit vorne. Und Remberg, ja, der hat Platz. Warum nicht? Der kann von Weitem schießen. Und die nächste Chance. Über Wagner. Hekimoglu weiter jetzt den Druck hochhalten. Hier 5 Minuten vor Schluss der ersten Halbzeit die Chance. Wanner, ja, richtiger Versuch, richtige Idee hinter die Abwehr. Aber dann kommt er leider nicht an. Und der FC, oh, war ja der hat vorne ja Überzahl, wenn die schnell umschalten. Und Chavez ist da und der macht das. Jongwa, vielleicht muss ich gleich die Regler noch mal ein bisschen umstellen, weil ich habe den beiden ZOMs auf den Außen Angriff gegeben, dass sie also vorne bleiben. Die müssen natürlich auch mit nach hinten arbeiten. Das geht so nicht, aber Hekimoglu setzt nach. Und nochmal Alvaro, der ist da, der hat Platz. Kriegt den Ball aber leider nicht. Wagner, oh, es war schlecht. Jongwa, das war gut, aber ihr merkt, so diese Spiele im Regen, die sind manchmal viel hektischer als die, wenn es nicht regnet. Ja, weil du halt nicht weißt, was mit dem Ball passiert, ne? Der kann in jeder Lage liegen bleiben. Jetzt haben wir hier Alvaro. Und es gibt Abstoß, okay? Ich dachte, der andere war dran. Und dann würde ich gerne mit einer Führung in die Halbzeit gehen. Da hätte ich nichts gegen. Ja, so ist es auch. Also 1:0. Hängt aber an seidenen Faden. Hängt am seidenen Faden. Jetzt gucke ich gerade nochmal mit Ankündigung. Ihr seht, es ist ausgeglichen. Sowohl beim Ballbesitz als auch bei den Schüssen. Ich glaube, die Kölner haben einen nicht viel schlechteren XG-Wert als wir. Ich glaube, ich habe denen nämlich hier gegeben, dass die vorne... Ah, ne, Balance. Achso, die haben sogar Balance. Okay. Das wundert mich. Was hat der Alvaro? Hat der noch irgendwie was anderes? Ne, der bleibt Stoßsturmprofi. Unterstützung. Ah, ne, der soll ruhig vorne bleiben. Hier Motor. Der könnte auch mithelfen im Aufbau. Den lassen wir mal Balance. Flügelverteidigung, das ist alles okay. Ja, Innsturmprofi, da hat er zwar ein Plus, aber ich würde den auch gerne mal auf dem Flügel lassen. Dass wir das breit machen auf der Außen. Und dann hoffe ich, dass wir noch ein zweites Ding nachlegen, weil das 1:0, das ist viel zu knapp. Also das Resultat hier über die Ziellinie zu retten, das wird, glaube ich, sehr, sehr schwer. Doch nochmal so ein zweites Tor. Ich glaube, wenn das fällt, dann müssen die Kölner halt auch mehr aufmachen oder noch mehr aufmachen. Und daher gucken wir mal. Alvaro, erste Chance, klasse Ball. Wanner, wichtig, den jetzt zu machen. Jawohl. 48. Direkt nach der Pause. Traumstart. In Halbzeit 2. So habe ich es mir doch vorgestellt. So habe ich es mir gewünscht. Schöner Ball von Alvaro. Damit auch sein erster Assist. Und Wanner, wie immer, wenn er die Chance kriegt, sehr stark im Abschluss. Schöner Ball im richtigen Moment. Endlich mal kein Abseits. Jongwa wäre im Abseits gewesen, deswegen hätte ich da nicht spielen dürfen. Und hier die E-Street-Bande, oder was ist das? So, ein frühes 2:0. Genau das, was ich wollte. Genau das, was wir brauchten. Das, was wir jetzt geschafft haben. Und jetzt bin ich gespannt auf die Reaktion vom FC. Das Spiel ist halt auch hier noch lange nicht entschieden. Achtung, nächste Chance für die Kölner über Teixeira. Aber das war ein guter Ball für Sinamoy zum Fliegen. Keine weiteren Probleme. Ich schleiche mich schon mal weg aus bestimmten Gründen. Wenn wir den Ball nämlich gewinnen, hat Jongwa Platz. Deswegen auch immer so ein kleiner Geheimtipp. Schleicht euch mit irgendeinem Spieler weg. Am besten einem schnellen. Dass ihr nach dem Eckball bei Ballgewinn schnell mal umschalten könnt. Nur da ist halt Jongwa jetzt gerade hängen geblieben. Am besten lauft ihr nicht so planlosfähig immer in die Gegner rein. So, Atagana arbeitet auch viel. Ist auch schon platt gleich. Union führt bei Bayern durch Volland. So, Wagner, da darf er nicht vorbei. Und wieder Jongwa. Der ist eigentlich auch schnell. Wenn er sich den jetzt nochmal vorbeilegt, nein, bekommt er leider nicht.
Und der Ball ist auch im Aus. Also die Kölner auch so ein bisschen gerade am Nachdenken. Das 2:0, das hat, glaube ich, ganz schön gefruchtet. Im negativen Sinne natürlich für die Kölner. Jongwa, ihr seht, der Ball bleibt wieder liegen an den Stellen, wo er nicht liegen bleiben soll. Hekimoglu, Remberg mit der Chance. Ja, grätscht vorbei, Poso, der kann es doch. Au! Aus der Distanz und wie er das kann. 3:0. Oh, das tut richtig gut. Nach dem 4:0 bei Union gleich wieder 3 Tore gegen den FC. Ja, zu viel Platz. Der Verteidiger weiß nicht, was er machen soll. Und Poso, der nimmt sich ein Herz. Der kann offenbar auch schießen. Auch aus der Distanz. Haben wir auch schon öfter gesehen. So diese Schablontore will ich sie gar nicht nennen. Aber so diese typischen Situationen. Du hast Platz. Und dann ist es egal, ob es Remberg zum Beispiel oder Castañeda, der jetzt nicht mehr da ist. Ja, oder in dem Fall Poso. Wichtig, einfach aufs 3:0 jetzt zu stellen. Nach einer Stunde, das gibt mir auch die Gelegenheit, gleich nochmal zu wechseln. Danach haben wir nämlich Augsburg und dann gehen auch wichtige Wochen los. Mit Linz, mit Dortmund, mit Leverkusen, mit Istanbul, mit dem Pokalspiel gegen Magdeburg. Da möchte ich auch gerne noch weiter ins Halbfinale kommen. Aber noch haben wir das Spiel hier nicht überstanden. Noch sind die Kölner hier nicht raus. Ein schnelles 3:1. Achtung, ich will es nicht beschreien, aber ein schnelles 3:1. Und dann geht es hier nochmal ein bisschen rund. Aber so machen wir das eigentlich ganz gut. Wagner. Atangana. Der weicht auch immer so ein bisschen auf die Außen aus. Der soll eigentlich auch in der Mitte bleiben. So, jetzt wechsle ich nochmal. Komm, 20 Minuten vor Schluss. Oh, da war der Pfiff so laut. So, Atangana. Da haben wir auch leider niemanden. Da muss ich dann nochmal gucken, dass ich jemanden mithole. Wir bringen mal den neuen. Wir bringen mal Domenech für Jongwa. Hat zwar nur 75 Tempo. Warte mal, linkes Mittelfeld. Dann machen wir es so. Dann bringen wir den vorne rein. Dann spielt links Grodowski. Weil es halt nicht anders geht. Und auch Listesch kriegt nochmal. Oder warte mal, kann der auch hier spielen? Nee. Oder Hekimoglu, kann der da spielen? Nein, der kann da noch weniger spielen. Okay, warte, dann machen wir es so. Listesch vorne rein und Atangana bleibt dann nochmal. Da muss ich dann nochmal jemanden fürs zentrale Mittelfeld auf die Bank tun. Oder halt noch jemanden verpflichten, je nachdem, weil Rogoff will ich ja auch verkaufen. Nee, so leicht geht das nicht. Also ihr seht, wilde Transferplanungen im Winter. Aber in so Zweikämpfen hast du halt auch wenig Chancen. Gegen die KI, da kannst du nichts machen. Wenn die den Zweikampf einfach gewinnen will, dann gewinnt die den. Ob du das willst oder nicht. Das ist denen völlig egal. Aber Ballgewinn, Jongwa, komm, letzte Aktion. Ja, shit. War nicht so eine gute Aktion, glaube ich. Waldschmidt, Atangana. Sieht alles sehr gefährlich aus bei den Kölnern. Viel Ballbesitz, aber nichts Zwingendes bislang, Gott sei Dank. Achtung, jetzt kommen sie über Thielmann. Aber Ischi ist dazwischen. Ischi holt ihn sich. Sehr wichtig, dass er den Zweikampf gewinnt. Nächste Chance über Wanner. Im 1 gegen 1, gegen alle. Vor der Mittellinie weg. Wanner, läuft jemand durch? Läuft nicht, dann macht das alleine. Wanner macht es alleine. Foul nicht, okay, schade. Wäre eine schöne Freischussposition gewesen. Ja, die Heimfans skandieren schon Sieg und ich glaube, den haben wir. Also 7 Minuten sind noch zu spielen, das werden die Kölner jetzt nicht mehr aufholen. Wir holen den nächsten Sieg. Zum Abschluss der Hinrunde nach dem 4:0 bei Union schießen wir jetzt 3 Tore. Mal gucken, ob es auf ein 0:0-Spiel bleibt. Und dann gucken wir nochmal. Ja, nee, es gibt ein Gegentor. Thielmann, nein, gibt's nicht. Pfosten. Die Dinger gehen halt normalerweise rein. Ich sage ja, in 8 von 10 Fällen. Wenn die Leute sich da durchsetzen, dann ist der drin. Hier Gott sei Dank nicht. Bin ich sehr froh drum gewesen, dass der nicht reingegangen ist. Poso, Wanner setzt sich durch gegen Lubicic. Jawohl, da lässt er sich fallen, Domenech. Schade. Einfach nochmal eine Option. Ne, wenn wir dann zum Beispiel in der Euroleague gespielt haben, dann würde ich dann Jongwa spielen lassen. Dann könnte er eventuell in der Liga auch mal ran. Aber die Kölner kommen nochmal. Die wollen unbedingt ihren Ehrentreffer. Teixeira! Und jetzt ist er da.
Also nochmal Ergebniskosmetik in der letzten Minute. 3-1. Das kommt Gott sei Dank zu spät. Das Tor nochmal 20 Minuten früher und dann wird es nochmal ein bisschen spannender. Aber ihr seht, einfach ein bisschen durchgebackt, durchgesetzt. Ah, jetzt ist das Spiel auch am Rumbacken. Im Offline-Modus irgendwie. Habe ich jetzt zu hohen Ping oder wie? Ja, zweites Tor auch erst. Naja, dann bin ich doch froh, dass ich ihm helfen konnte. Dass seine Statistik als Stürmer nicht ganz so schlecht aussieht. Aber unter dem Strich bleibt das 3-1. Ein Sieg zum Hinrundenabschluss. Jetzt stehen wir in der Tabelle auch wieder ein bisschen besser. Und wir sind ja auch noch nicht ganz auf dem Transfermarkt fertig. Ja, Leverkusen gewinnt in Augsburg, unser nächster Gegner. Und Union gewinnt tatsächlich bei den Bayern. Also auch wenn die jetzt vor uns sind, beziehungsweise sich vor uns geschlichen haben, sind die auch nicht so stabil in der Saison. Das bleibt dabei. Und hier haben wir jetzt unseren isländischen Legionär. Der hat uns in der zweiten Liga sehr, sehr viel geholfen. Der hat viele wichtige Tore gemacht, auch in der ersten Bundesliga-Saison. Gut, aber irgendwann ist es halt auch mal an der Zeit, dass sich die Wege trennen. Und ich glaube, da wo er jetzt ist, ich glaube Ross County war jetzt sein Verein. Von daher, das kann man machen. So, jetzt haben wir hier noch 2 Angebote. Ein Tauschgeschäft. Ja, Terhorst habe ich auch auf die Liste gesetzt. Kurze Laufzeit für Luka Perkovic, auch ein Talent. Bei Terhorst muss ich jetzt mal gucken. Wen haben die uns denn? Dimitros Pelkas, zentral offensive Mittelfeld. 33 Jahre. Ja, da habe ich aber Hekimoglu, da habe ich Listesh. Das wäre jetzt natürlich doof für die beiden, wenn ich mir den jetzt hole. Aber ich möchte mir den mal angucken. Ja, einfach so. 33 Jahre alt. Der könnte auch im linken Mittelfeld, zentrales Mittelfeld. 71 Tempo. Ja, wäre halt nochmal so eine Option, ne? Da hätte ich mir den Dominik gar nicht holen müssen. Da könnte ich die Leihe ja abbrechen und könnte mir ihn holen. Wobei, nee, komm. Ich spare lieber das Geld für einen Innenverteidiger, den ich jetzt auch auf jeden Fall brauche, habe ich ja gesagt, für Ishii. Deswegen, wir spuren mal vor. Transferfenster hat noch 15, 16 Tage geöffnet. Holmbert, Fridtjonsson, Ross County nach Schottland. Schlechter Deal, möglicher Deal. Gut, habe ich 200.000 zu wenig. Naja, an denen wird es jetzt auch nicht scheitern, wenn ich mir noch einen Innenverteidiger hole. Sage ich, wie es ist. So, Geschäftsführer. Fridtjonsson verkauft. Also geht als Legende. Auf jeden Fall. So, wir gucken mal die Augsburger. 16. Platz. Die brauchen also auch jeden Sieg. Da auch nochmal einen Sieg. Und dann ja, werden wir hoffentlich gestärkt in die nächsten Wochen gehen. Ja, 3 Niederlagen, 2 Unentschieden aus den letzten 5 Spielen. Viererkette. Christovic, der hat gegen uns im Hinspiel getroffen. Claude Maurice, Bello. Ist eigentlich auf dem Papier auch keine schlechte Truppe. Also zumindest nicht, dass sie auf Platz 16 stehen müssten. Aber gut, wir gucken mal. Also die Hinrundentabelle. Da ist, glaube ich, schon ein Spiel gespielt worden. Die Eintracht Herbstmeister hat jetzt 2 Niederlagen. Also es bröckelt so ein bisschen. Dann hat Dortmund 2 Punkte Rückstand. Leipzig, Leverkusen, Wolfsburg. Wird auch noch richtig spannend. Die Bayern sind dann auch wieder da und wir sind 7. Wir sind punktgleich mit den Bayern. Viele Tore geschossen, viele Dinger hinten reinbekommen. Unten St. Pauli immer noch ohne Sieg. Ja, 8 Unentschieden, halten sich auf Platz 17. Und Augsburg hat schon 5 Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz. Beziehungsweise auf den 15. Platz. Relegation haben sie ja selber. 5 Punkte Rückstand aufs rettende Ufer. So, das meine ich. Also, ich werde mich auf den Transfermarkt begeben. Ich werde schauen, was sich noch machen lässt. Und dann hoffentlich gegen Augsburg haben wir auch einen neuen Innenverteidiger. Wir haben jetzt 3 Millionen. Da wird sich, denke ich, nochmal was finden. Also, macht's gut. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Spiel. Ciao, ciao.